Ja, ich glaube, wir haben das Thema Public Cloud und Private Cloud als großes Thema gehabt. Ich hatte das ja in meiner Keynote. Wir haben die Zusicherung von der SAP bekommen, dass die Private Cloud auch weiterhin strategisch ist. Das ist eines der, glaube ich, großen Themen, die wir hier hatten. Und das bietet einfach Sicherheit für die Kunden, für unsere Mitglieder, dass wir eben jetzt genau diese Sicherheit haben, dass eben halt auch Private Cloud eine strategische Ausrichtung von der SAP ist. Also dies Jahr ganz klar die E-Rechnung und Clean Core in Vorbereitung für die Cloud. Die Top-Themen sind erwartungsgemäß alles rund um die Business Suite der SAP, alles geht in die Cloud und natürlich ist diese Verbindung von Daten, Applikation und KI das Trendthema schlechthin. Alle Cloud-Lösungen würde ich jetzt mal behaupten. Also alles rund um SAP, wie können wir unsere Prozesse optimieren, wie finden wir neue Lösungswege, wie machen wir das Leben etwas einfacher für unsere Mitarbeiter. Genau. Wie kriege ich mein Core sauber und welche Möglichkeiten gibt es da? Die BTP, alles was dazugehört, schauen wir uns jetzt gerade auch verstärkt an. Für die Kunden stellt sich natürlich gerade in aktuellen Zeiten angespannten Marktumfeld die Frage, wie sie schnellstmöglich Mehrwerte aus der Transformation ziehen. Das heißt, wie können sie die Projektlaufzeiten idealerweise verkürzen, wie können sie das Ganze auf ihrem bestehenden System aufsetzen, die Vorteile vorziehen oder natürlich, wenn wir über Public Cloud sprechen, Greenfield gehen und hier möglichst schnell Nutzen aus dem neuen System ziehen und natürlich die Vorteile aus AI auch für sich nutzen können. Ich glaube, das Thema Cloud ist etwas, was gekommen ist, um zu bleiben. Das hat sich, glaube ich, jetzt auch bei allen rumgesprochen. Insofern geht es jetzt wirklich darum, die unterschiedlichen Ausprägungen für jedes Unternehmen eben auch nutzbar zu machen. Und das müssen die Unternehmen aber auch selber aktiv angehen. Das ist einfach wichtig. Ja, gerade im ERP-Markt müssen wir uns natürlich bewusst machen, dass unsere Kunden in einem Umfeld von extremer Dynamik und Wandel momentan unterwegs sind. Das, was man immer als VUCA-Welt bezeichnet. Und das heißt, die Geschwindigkeit, mit der sie auf neue Ereignisse reagieren müssen, sei es regulatorische Gegebenheiten, denen sie sich anpassen müssen, sei es neue Marktbegleiter, die auf einmal auftreten, oder sei es schlicht Wettbewerb und Innovationsfähigkeit. Das heißt, was Kunden brauchen, ist die Möglichkeit, auch ihre ERP-Systeme schneller diesen Gegebenheiten anzupassen. Und die Antwort darauf ist natürlich standardisierte Systeme, die kürzere Testzyklen und schnellere Innovationszyklen ermöglichen. Das heißt, hier ist aus meiner Perspektive ganz klar SAP Cloud ERP das System der Zukunft, auf das unsere Kunden auch setzen müssen, um dort Schritt halten zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben. Viele Kunden sind ja jetzt schon auf S4, haben die Transition hinter sich gebracht und wahrscheinlich fragen sich jetzt die meisten, oh nu, was machen wir jetzt mit der schönen neuen Technologie? Und was ich so wahrnehme, ist, dass viele Kunden mit uns darüber sprechen, ja, wir müssen eigentlich noch unsere Business-Transformation machen. Also das ist das nächste große Ding, also dass man jetzt mit der neuen Technologie natürlich auch tatsächlich die Werttreiber sucht fürs Business. Also da werden wir viele Gespräche führen, auch hier bei uns auf dem Stand. Und ja, das ist eigentlich sehr positiv, dass es mal nicht nur um Technologie geht, sondern tatsächlich auch mal wieder ums Business. Eine ganz zentrale KI ist für uns als SAP-Partner natürlich eines, wenn nicht das relevanteste Thema für die Zukunft, hier raufzuschauen und für unsere Kunden natürlich auch, wie schon in der Vergangenheit, verlässlicher Innovationspartner zu sein. Naja, KI beschäftigt, glaube ich, heute jeden. Also jeder beschäftigt ist irgendwie mit KI in Berührung. Ich glaube, die große Herausforderung wird wirklich sein, zu schauen, wo bringt KI wirklich auch einen Mehrwert für die Unternehmen. Jeder kann damit irgendwie ein bisschen rumspielen. Das ist sicherlich alles gut, um die Technologie kennenzulernen. Aber am Ende geht es ja wirklich darum, dass KI einen Mehrwert für die Unternehmen bringt. Und da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen in der Suche. Deswegen, ich habe ja die Frage in meiner Keynote auch gestellt, wie viel es hat eigentlich Substanz, wie viel ist Hype. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung dabei. KI spielt im FIS-Portfolio natürlich eine große Rolle. Also wenn nicht gerade die große Rolle. Es geht um Automatisierung, ne? Es geht um intelligente Automatisierung, das heißt Dinge, die wiederkehrend sind, Tätigkeiten, die wiederkehrend sind, müssen automatisiert werden, clever automatisiert werden, dass der Kunde auch einen echten Mehrwert hat. Also ich freue mich jetzt erstmal noch auf die nächsten Tage hier auf dem DSAG. Da werden noch viele Inputs kommen und mit vielen Kunden können wir hier sprechen. Das ist auch eine Netzwerkveranstaltung, das ist ganz toll. Dann hat die SAP bis zum Ende dieses Jahres noch ganz viel vor rund um AI. Es gibt die SAP Now Tour, wo wir auch nochmal vertreten sein werden, auch mit Vorträgen vertreten sein werden.
Und wir werden dann im nächsten Jahr wieder unsere große Kundenveranstaltung haben, also die Veranstaltung für den SAP Mittelstand, nämlich die FIS Inside 2026, die auch wieder sehr hochwertig besetzt wird, viel Content bietet, alles rund um die SAP-Strategie. Aber ich möchte es nochmal betonen, nicht nur Technologie, sondern es geht auch ums Business. Also was machen wir mit der Technologie? Business-Transformation wird der Schwerpunkt sein auf der FIS Inside 2026 und da freuen wir uns, dass die Gespräche, die wir hier schon geführt haben, dort weitergeführt werden können.